Ich weiß, dass viele Energieberater oder auch Leute von euch, die werden jetzt sagen, naja, wo habt ihr denn so viel? Wir haben hier so viel. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Update unseres Hausbaus am Starnberger See. Ja, und wie ihr jetzt seht, es gab bei uns eine ganze Weile da nichts Neues zu berichten. Warum ist das so? Weil es gab gar nichts Neues. Ne? Also gleich zu Beginn unser Stand, wir warten immer noch auf die Baugenehmigung. Ne? Ihr könnt euch erinnern, die Beantragung war am Ende des vergangenen Jahres 2020, also Ende November, sind wir da eingestiegen und jetzt ist einfach so, wir haben die Grundrissplanung, wir haben die Energieplanung, die Energieberechnung, das möchte ich euch heute vorstellen. Und wir haben einen Brandschutzplan, wir haben einen Entwässerungsplan, wir haben also eine ganze Menge jetzt im Hintergrund auch getan. Selbstverständlich gibt es eine Elektroplanung, eine Lüftungsplanung, eine Heizungsplanung, eine Sanitärplanung, eine Gartenplanung, die ganzen Geschichten, das teile ich euch alles noch mit. Aber ich möchte euch heute mal so den Stand der Dinge, ja, wie es so in der Region Starnberg bei uns da aussieht, einfach mitteilen. Und gleich zu Beginn möchte ich sagen, also ich bin extrem überrascht, wie lange es doch dauert. Und ich kriege das ja bei euch zum Teil mit, oder man muss sagen, ich kriege es bei euch sehr gut mit, wie lange es dauert vom Bauantrag bis zu einer Baugenehmigung. Ne? Das ist ja ganz unterschiedlich, regional in Deutschland, hat was auch dann mit der Gemeinde, mit dem Landratsamt zu tun, ne? Weil bei uns sieht es einfach so aus, es läuft immer von der Gemeinde zum Landratsamt, dann läuft es manchmal noch zurück vom Landratsamt zur Gemeinde. Dazu mache ich nochmal einen separaten Beitrag. Also da möchte ich jetzt gar nicht so tief einsteigen. Ich möchte euch nur mal so den Stand mitteilen, wo wir heute stehen. Und ich fange jetzt gleich mal an mit dem ganzen energetischen Konzept, was wir jetzt fertig haben, so wie das Haus und das Gebäude auch gebaut werden wird. Da haben wir zum ersten jetzt 264 Quadratmeter Fläche, die beheizt werden müssen. Energiekonzept, und das Ganze verteilt sich auf 4 Geschossen, da ist natürlich der Keller jetzt mit dabei. Also das Gebäude ist jetzt gar nicht so groß. Wenn ich jetzt mal das vergleiche, wie es zum größten Teil bei euch aussieht, das ist ein recht kleines Gebäude. Ne? So, wir haben als Klimareferenzort Starnberg, weil das brauche ich natürlich, um überhaupt eine energetische Berechnung vorzunehmen, die dann der Energieberater vornimmt. Und ihr kennt natürlich auch die verschiedenen Gebäudeklassen, die es da gibt. Möchte ich gar nicht weiter darauf eingehen. Wir haben eine Norm-Außentemperatur von minus 12 Grad. Das ist je nachdem, wo ihr jetzt in Deutschland seid, kann die ganz unterschiedlich ausfallen. Für Starnberg ist die bei minus 12 Grad. Wir haben eine mittlere Außentemperatur von 9,5 Grad Celsius. Und wir haben eine Außentemperatur, gebe ich jetzt mal als Referenzwert an, im Juli von 24,6 Grad. Das ist eine ganze Menge. Hier im Süden wird es deutlich wärmer als im Norden. Sehen wir dann auch bei dem PV-Ertrag. So, und dann kommen wir insgesamt, das ist so jetzt das Ganze, der Jahresprimärenergiebedarf liegt bei 25,7 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Ich blende euch mal hier die Grafik ein. Das wird wahrscheinlich hier auf der Seite sein. Und da sehen wir eigentlich, wo wir liegen. Wir haben ja die Energieeinsparverordnung 2014, die immer noch gültig ist. Das ist ja die 100%, was ich mindestens heute bauen muss. Und wir liegen da irgendwo, ja, bei, ich sage mal so, bei weniger als der Hälfte, was wir da energetisch brauchen. Also wir würden irgendwie so bei KfW, ich sage jetzt mal die alte Bezeichnung, KfW 40 oder KfW 55, so in dem Zwischenbereich würden wir jetzt landen oder landen wir auch. Jetzt gehe ich mal zu der Energieerzeugung und Speicherung. Auf das gehe ich mal ein. Weil woraus besteht das Haus? Das Haus wird eine im Dach integrierte Photovoltaikanlage haben. Die wird 50 Quadratmeter groß sein. Das Ganze ist nach Süden ausgerichtet. Das wird ein bisschen über 30 Grad sein. Vielleicht so 34, 35 Grad. Ist fast schon optimal, muss man sagen. Nach Süden ausgerichtet. Und wir werden ausgehend von einem Ertrag von 175 Watt pro Quadratmeter kommen wir ungefähr auf 8,5 kW, was diese PV-Anlage auf dem Dach leistet. Könnt ihr euch ausrechnen jetzt, da kommen wir am Tag auf bis zu 60 Kilowattstunden.
Und ihr erinnert euch vielleicht, ich habe schon mal einen Beitrag gemacht, Wallbox, Integration, Energiemanagement, das wird es bei uns alles auch geben. Das heißt also, wir können dann entweder in den Energiespeicher, in den Akkuspeicher hineinladen, wenn es nicht gebraucht wird. Meistens wird es wohl nicht gebraucht werden, ne, weil wir haben ja immer diese Tagesverlaufskurve, wenn man, hier ist der Morgen, hier ist der Abend. Ne, also da werden wir das meiste speichern oder dann eben in das Elektroauto, in die Elektroautos hineinladen. So, und ich gehe jetzt mal von einem optimistischen Wert aus der Erfahrung von einem anderen Haus von mir, dass wir 1300 Kilowattstunden pro Quadratmeter an Ertrag haben. Ich weiß, dass viele Energieberater oder auch Leute von euch, die werden jetzt sagen, naja, wo habt ihr denn so viel? Wir haben hier so viel. Im Süden von München, also am Alpenrand, haben wir einfach so einen hohen Ertrag. Ja, also ich würde mal sagen, das ist schon eine ganze Menge. Und wir verwenden monokristalline Zellen, 22% Wirkungsgrad pro Zelle, 300 Watt. Diese ganz schwarzen, mache ich auch nochmal einen Beitrag dazu. Batteriespeicher habe ich schon gesagt, der wird wahrscheinlich so 5 Kilowattstunden sein. Ne? Und das Ganze hängt natürlich dann mit einer Wallbox zusammen. Schaut euch doch mal den Beitrag an, Integration Wallbox in KNX. Da könnt ihr sehen, so in der Art wird das sein. Ihr seid natürlich sowieso dann immer mit live dabei, wenn wir das dann soweit tun und anschließen. Unterm Strich erzeugen wir natürlich mehr mit der PV-Anlage, als wir verbrauchen. Das war auch so ein bisschen naja, ich will fast schon sagen, mein Steckenpferd, ohne dass ich jetzt außen dran immer sage, ich bin so der Öko. Ne? Also würde ich nie vorn anstellen, sondern es ist einfach nur der Anspruch. So, also wenn man sich so die Kurve anschaut, dann sieht man, dass von März bis Oktober brauchen wir dann überhaupt keine Energie, weil das Ganze wird durch die Pufferung im Batteriespeicher wird das selbst erzeugt. Ne? So, Heizungssystem hatte ich, glaube ich, euch schon mal gesagt in einem der ersten Beiträge zu diesem Hausbau am Starnberger See. Heizungssystem ist die Wasser-Wärmepumpe. Gab es für mich auch keine andere Alternative. Nur im Extremfall würde es eine Sohle-Wasser-Wärmepumpe werden. 6,6 Kilowatt hat die Wärmepumpe. Details kriegt ihr auch in meinem Beitrag dazu. Ne? Gekühlt wird mit einer zentralen Lüftungsanlage. Haben wir Beiträge dazu gemacht. Es gibt auch eine Reihe von Leuten, die dann sagen, ja, zentrale Lüftungsanlage wollen wir nicht. Ich will sie haben. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gehabt. Die hat eine Leistungsaufnahme von maximal 150 bis 170 Watt. So, kommen wir zur Beleuchtung. Ist fast schon vernachlässigbar. Ja, also die Beleuchtung wird hauptsächlich über DALI realisiert werden, sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich. Wir haben einen Außenbereich, wir haben eine Einfahrt, wir haben ein Tor, wir haben auch dann, wo man die Fahrzeuge parkt, wir haben eine Garage, wir haben einen sehr großen Gartenbereich. Das ist also alles DALI-Beleuchtung. Also gibt ihr die Möglichkeit mit KNX oder das Ganze mit DALI zu machen. Wir machen es mit DALI. Wer unsere Beiträge kennt, wie wir es bei euch auch schon realisiert haben, wisst ihr ganz genau, warum. Jetzt habe ich noch einen Wert von der Heizungsanlage. Die ist minimal auf 20 Grad Celsius ausgelegt. Das ist aber auch mehr so von dem Energieberater, das Ganze. So, die Autos hängen natürlich an der Wallbox. Die Wallbox hängt natürlich auch an dem gesamten vernetzten Verteilsystem. Da auch unbedingt nochmal reingucken. Wallbox-Steuerung mit KNX, wie wir das Ganze machen, haben wir auch schon gezeigt. So, jetzt kommen wir zum Wandaufbau. Also da besteht ja jetzt die Möglichkeit, um das energetische Konzept einfach auch zu erreichen, ne? Also um möglichst relativ wenig Energie zu verbrauchen und dass auch möglichst wenig Wärmeenergie durch die Gebäudehülle entweicht. Und wir sind jetzt da so knapp bei, ich sage mal so knapp 20 cm Kalksandstein und dann kommt außen drauf ein Wärmedämmverbundsystem. Also ich bin kein Freund von dieser Holzständerbauweise. Ist jetzt so, da hatten wir auch ein Gespräch mit unserem Architekten, den hatte ich euch auch schon gezeigt, WSM-Architekten aus Starnberg. Die sind gerne so auf Holzständerbauweise aus. Ich mag das einfach so massiven Kalksandstein einzusetzen.
Warum ist das so? Das ist einfach die Erfahrung aus der Vergangenheit, auch die Erfahrung mit euch. Das funktioniert sehr gut. Ich habe eine sehr gute Schwingungsdämpfung und eine sehr gute Schalldämmung. Einfach perfekt. So, und außen drauf kommt dann noch eine Dämmung. Wir werden dann irgendwie beim Wandaufbau so zwischen 39 und 41 cm sein. Ne? Das ist schon ordentlich. So, die Verglasung vielleicht nochmal. Wir werden den Glasanteil, ich weiß nicht, also wird ziemlich hoch sein, aber wird auch nicht übermäßig hoch sein. Ne? Also ihr habt vielleicht schon mal von mir Beiträge gesehen, wo dann wir im ganzen Raum nur raumhohe Verglasung haben. Ganz so schlimm wird es jetzt nicht werden. Das will ich schon sagen. Und wir haben einen U-Wert von 0,8. Ja, also würde ich sagen, ist auch schon ordentlich. Ne? Da sind wir so an der Grenze zwischen Zwei- und Dreifachverglasung. Die Details, das kriegt ihr alles noch in einem speziellen Beitrag. So, das war mal so zusammengefasst unser Update Hausbau am Starnberger See. Wir werden in Kürze also wenn wir die Baugenehmigung erhalten, ich will es jetzt gar nicht so besprechen, wenn wir die Baugenehmigung haben, geht es dann weiter, dann werde ich euch in die Details einweihen. Ansonsten, es hat schon jetzt viele Monate gedauert, ich glaube, wir sind irgendwie bei 5, 6 Monaten. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so lange dauert. Aber ihr werdet das ja kennen, dass man die Zeit nutzen kann, um das Restliche dann zu planen. Ne? Und das Planen ist ja ganz essentiell. Ne? Das Machen ist dann eher bloß eine Auftragsvergabe, eine Ausschreibung. Aber wenn ihr dann das vorher alles gescheit geplant habt, die meisten, die hier schon länger zuschauen, werden das hier wissen. So, kurzes Update. Beim nächsten Mal kann ich euch sagen, geht es weiter mit KNX-Taster und zwar mit der Königsklasse bei den KNX-Tastern. Da freue ich mich schon, euch da eine ganze Menge zu präsentieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.